Willkommen zu meiner Serie, in der sich alles um gesundes Fastfood dreht. Gemacht für genau die Tage, an denen es schnell gehen muss. Kennst du das auch? An manchen Tagen fehlt einem einfach die Zeit oder die Lust auf Küchenarbeit. Durch meine Lebensmittelunverträglichkeiten habe ich oft gar keine andere Wahl, als mir meine Mahlzeiten selber zuzubereiten. Trotzdem verbringe ich gerne so wenig Zeit wie möglich in der Küche. Daraus ist diese Serie über gesundes Fastfood entstanden. Über die Jahre habe ich mir viele Kniffe angeeignet, mit denen ich mit möglichst wenig Vorbereitungsaufwand bereit bin für diese Tage, an denen im Handumdrehen etwas Leckeres und Gesundes her muss. Meine Serie wird eine Entdeckungsreise durch die verschiedenen Arten des Konservierens und wie man es am besten anstellt, damit sich daraus gleich möglichst fix fertige Mahlzeiten ergeben und nicht bloß ein Set aus lauter Einzelteilen. Auf diesem Weg werde ich dir meine besten und wo nötig auch meine schlechtesten Erfahrungen anvertrauen, damit du nicht nochmals die gleichen Fehler machen musst, denn nicht alles hat auf Anhieb auch geschmeckt. Darum zeige ich dir meine Tipps und Tricks stets anhand meiner Lieblingsrezepte. Natürlich ist es stets am besten, wenn Lebensmittel ganz frisch vom Feld und möglichst wenig verarbeitet auf dem Teller landen. Dazu fehlten mir aber nie die Rezeptideen, weil zuhauf leckere Rezepte existieren. Ich hatte auch rasch den Dreh raus, wie ich Zutaten wie Gluten und Casein ersetzen konnte. Das sind nämlich genau die zwei Bestandteile in Lebensmitteln, die ich nicht vertrage. Was mir fehlte, waren Ideen und Kniffe für diese Tage, an denen ich keine Zeit für die Mahlzeitenzubereitung und den anschließenden Abwasch hatte. Das sind genau die Tage, an denen die guten Vorwände nur allzu rasch durch den Griff zu stark verarbeiteten Fertigprodukten über Bord geworfen werden. Was diese Fertigprodukte in der Regel gemeinsam haben, ist der Mangel an Gemüse und Vollkorngetreide. Ihnen mangelt es daher an Ballaststoffen, Mineralstoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen. Dafür zeichnen sie sich durch umso mehr kurzkettige Kohlenhydrate, dazu zählt auch Zucker und ungesunde Fette aus. Weil diese Produkte so stark verarbeitet sind, sind sie voll mit leeren Kalorien. Das bedeutet, dass man sich damit zwar Kalorien zuführt, aber gleichzeitig viel weniger Ballast und Mikronährstoffe als im ursprünglichen Lebensmittel enthalten waren. Kalorien sollten aber nur mit dem ganzen Drumherum zugeführt werden. Das wären dann die vollen Kalorien und dies entspricht einer mikronährstoffdichten Ernährungsweise. Die Idee ist also durchaus, dass du dich möglichst oft von ganz frischen Lebensmitteln ernährst. An den Tagen, wo dazu aber die Zeit nicht ausreicht, ist eine große Portion konserviertes Gemüse in jedem Fall besser als kein Gemüse. Übrigens, konservierte Lebensmittel schneiden nicht in jedem Fall schlechter ab als frische. Zum Beispiel Gemüse, das bei minus 18 Grad im Tiefkühler steckt, behält empfindliche Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe viel besser als Gemüse, das auf der Verkaufstheke oder im Kühlschrank liegt. Darum, Gemüse, Obst und Früchte, die unmittelbar nach der Ernte tiefgefroren wurden und innerhalb des Haltbarkeitsdatums aufgebraucht werden, zählen in puncto Gesundheit zu den erntefrischen Lebensmitteln. Weil allerdings die Konsistenz und Farbe durch das Tiefkühlen leiden kann, schmecken uns manche Lebensmittel nach dem Auftauen nicht mehr. Einige meiner geschmacklichen Bauchlandungen kommt von hier. Ich persönlich finde das nicht schlimm, denn es ist sicher nicht die Idee, dass wir uns nur noch aus dem Tiefkühler ernähren. Wenn es dir ähnlich geht wie mir und dich dieses Thema interessiert, dann bleib dran. Es lohnt sich. Neues Lernen bedeutet am Anfang Mehraufwand, der aber auch Spaß machen kann. Sobald dir die Abläufe vertraut sind und du dir einen gewissen Vorrat aufgebaut hast, wirst du die Zeitersparnis im Alltag bemerken. Leckeres und gesundes Essen sind mir wichtig.
Darum werde ich nicht gerne vor die Wahl gestellt. Schon oft konnte ich ganz spontan einem Tagesausflug zustimmen, obwohl ich am Abend zu erledigt zum Kochen sein würde. Einfach weil für ein fast fertiges Nachtessen, das mir schmeckt und gesund ist, schon vorgesorgt war und mir nur noch ein Mini-Abwasch bevorstand. Das sind wertvolle Erlebnisse, die mir sonst entgangen wären. Und bei was würde es dir helfen? Meine Rezepte sind grundsätzlich frei von gluten- oder caseinhaltigen Lebensmitteln, da ich natürlich in erster Linie für mich koche. Da ich weiß, wie viel schwieriger der Alltag damit sein kann, möchte ich auch anderen Menschen, die von Lebensmittelunverträglichkeiten betroffen sind, unterstützen. Ich würde mich auch freuen, wenn auch Menschen ohne eine Gluten- oder Caseinunverträglichkeit Gefallen an meinen Beiträgen finden würden. Für sie könnte durch meine Rezepte die Vielfalt auf ihrem Teller lediglich zunehmen, was super ist. Ich werde bei schwieriger zu findenden Ersatzprodukten auch erwähnen, wie sie durch gewöhnliche Milchprodukte ersetzt werden könnten. Damit du keinen meiner Beiträge verpasst, trägst du dich am besten auf meinem Newsletter ein. Das Formular findest du auf meiner Website. Gehe einfach auf annelehner.com. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst oder dich auf Instagram mit mir verlinkst.